Die Firma IFE Aufbereitungstechnik, wir sind seit 1947 am Markt, kommen eigentlich aus der Steine-Erde-Industrie, sind aktuell 115 Mitarbeiter und haben Gesamtlösungen für Siebtechnik, Fördertechnik und Magnettechnik. Fördertechnik, bitte nicht jetzt an Förderbänder denken. Also wir haben Förderinnen, Förderrohre für Stahlindustrie, für Bunkerausträge in Steine, Erde etc. Die IFE Weltkarte, wir haben weltweit eben 33 Vertretungen in fast allen europäischen Staaten, in der Mongolei, Japan, Taiwan. Also wenn man sich die Karte ansieht, wirklich auf der ganzen Welt vertreten. Haben seit heuer eine IFE Nordamerika gegründet und ebenfalls eine IFE Deutschland GmbH seit über 4 Jahren. Der IFE Aeroselector ist eine Aufbereitungsanlage oder eigentlich der Aeroselector ist das Herzstück dieser Aufbereitungsanlage für das Eingangsmaterial Rohkompost nach der Rotte. Wir haben hier eine schematische Darstellung eben von der Gesamtanlage, wo eben speziell der Aeroselector hier diese Einheit ist. Beschicken muss man jede Anlage. Wir haben da einen Bunker gewählt. Wir haben gesagt, okay, stationäre Anlage soll, sage ich mal, ein Mindestvolumen an Bunkervolumen haben, damit ich die Anlage, sage ich mal, kontinuierlich beschicken kann und zugleich einen Radlader für die gesamte Anlage und auch für Beladung von Fertigerden, für die Mischung etc. nutzen kann. Das heißt, wir haben ein Mindestbunkervolumen von 20 Kubikmeter, dass ich wirklich mit diesem Radlader, was ja eigentlich eines der teuersten Fahrzeuge am Hof ist, auch andere Tätigkeiten machen kann. Wir haben dann eben das erste Steigförderband, wo die Kopftrommel eben eine Magnettrommel ist, die Antriebstrommel, damit wir vom Rohkompost eben das Eisen Fe abscheiden, wie Batterien, Gabeln. Ich glaube, alle da herinnen wissen, was leider Gottes alles drinnen ist. Und da entfrachten wir mal diesen Störstoff Fe, Eisen im Prinzip. Zusätzlich ist hier eine Übergabe auf ein zweites Förderband, wo wir eine rollfähige, große Steinfraktion aus dem Material abscheiden. Sei es Pflastersteine, kleinere Wurzelstöcke etc. Dann kommen wir eigentlich schon zum ersten Herzstück der Anlage. Jeder ist gewillt, dass er einen sauberen, tollen Fertigkompost generiert. Wir haben da unseren IFE Variomat, ist eine Resonanzsiebmaschine mit Pew-Siebmatten, Art Spannwellensieb und erreichen mit dieser eben sehr hohe Materialbeschleunigung in das Material, dass ich einen perfekten Auflockerungsprozess für das Eingangsmaterial habe und zugleich eben einen sehr hohen Reinigungseffekt am Siebdeck selber habe. Dadurch erreiche ich eben verstopfungsfreies Arbeiten und hohe Materialfeuchten sind kein Problem. Diese Art von Siebtechnik vertreiben wir seit über 30 Jahren im Kompost. Abgesiebt der Fertigkompost bei 10 mm, 12 mm, je nach Kundenwunsch, übergeben wir dann eben eine 10-12X-Fraktion auf das zweite Herzstück eben der Anlage, den IFE Aeroselector. Wir haben hier ein Beschleunigungsband, wo eben das Material, sage ich, entzogen wird, dass wir eine Monokornbelegung haben. Und übergeben hier in diesem Bereich auf ein Transportband. In diesem Bereich habe ich aufgrund der Bankgeschwindigkeiten und der Anordnung der beiden Trommeln oder Kopftrommel und Umlenktrommel eine Steinfalle.
Und in dieser Parabel zugleich wird über einen Querstromventilator über die gesamte Breite Luft eingeblasen und die Störstoffe, Folien eben aus dem Materialstrom entnommen und diese gleiten dann entlang von der Windsichterhaube nach vorne und am Ende dieser Windsichterhaube haben wir eine Störkante, wo eben dann die Leichtfraktion Folien abgesaugt werden. Dadurch generiere ich 4 hochwertige Fraktionen. Ich habe erstens einmal die Steinfraktion, also Steine heraus. Ich habe eben die abgesaugte Folie, die geht in die Verbrennung. Und nachgeschalten nach meiner Windsichtung ein Sternsieb zur Erzeugung von Strukturmaterial. Strukturmaterial sei es für den Wiedereinsatz im Aufsetzen von einer neuen Rotte oder, wie wir schon gehört haben, Material für Pyrolyse oder Material eben auch für die Holzfaserproduktion. Das ganze Aggregat kann natürlich auch in bestehende Anlagen integriert werden. Das heißt nicht, dass man da vorher eine Spannwellensiebmaschine aufstellen muss oder eine Siebtechnik von uns dazu kaufen muss. Also ich sage, wenn jetzt wer ein Trommelsieb hat, aber die mit der Entfrachtung der Störstoffe nicht zufrieden ist, kann man natürlich das auch in bestehende Anlagen integrieren. Hier nochmal eben der Überblick, wo man eben die einzelnen Fraktionen nochmal sieht. Genau, ökologisch, ökonomisch sinnvoll. Wir haben hohe Durchsatzleistungen zwischen 70 und 100 Kubikmeter in der Stunde. Eben perfekt integrierbar in bestehende Aufbereitungslinien, verstopfungsfreies Arbeiten, speziell auch bei der Siebmaschine. Wartungsarm, wenig Reinigungsaufwand. Wie gesagt, wir kommen aus der Steine-Erde-Industrie, sage ich mal Steine-Kiesindustrie. Also wir wissen, wie robuste Maschinen gebaut werden müssen. Leichte Zugänglichkeit, Lebensdauer von mindestens 15 Jahren, energiesparend. Also wir haben Gesamtnennleistung für das Herzstück Aeroselector von 45 kW. Betriebsleistung sind wir da irgendwo bei 35 bis 37 kW Anschlussleistung. Hohe Betriebssicherheit und zahlreiche Einstellmöglichkeiten. Das heißt, der Siebüberlauf oder das Strukturmaterial kann nochmal nachgereinigt werden mit den verschiedensten Einstellungen, die ich in meiner Steuerung hinterlegen kann für Strukturmaterial, Nachreinigung, Steinfraktion etc. Natürlich braucht man auch Entwicklungspartner und da haben wir Gott sei Dank in unserer Nähe 2019, 20 eben mit der Seiringer Umweltservice GmbH einen Partner gefunden, wo wir nicht stundenlang sogar auf Anlagen fahren müssen. Und dort haben wir das eigentlich gemeinsam, sage ich mal, entwickelt und auf Herz und Nieren geprüft. Ja, die erste Kompost-Gesamtanlage, die wir am Markt gebracht haben, ist in Erdenreich bei der Firma Brandner Österreich GmbH in Produktion seit Sommer 2022. Wir haben voriges Jahr im Dezember in Bayern bei der Firma Vivo Wangau eine Gesamtanlage in Betrieb genommen. Und zu dieser Anlage möchte ich ein kurzes Video von der Montage, ein Zeitraffer-Video herzeigen, weil man wirklich sagt, okay, ist eine große Anlage, aber in einer Woche war diese Anlage komplett mechanisch montiert, plus 3 Tage elektrische Verkabelung und noch, sage ich, 7, 8 Werktagen haben wir diese Anlage in Betrieb genommen.
purity, more quality, more compost. Simply more with the Aeroselector from IFE. Ich habe noch kurz eine Gegenüberstellung von dieser Anlage in Deutschland. Eben Gegenüberstellung herkömmliche mobile Aufbereitung gegenüber unser Gesamtkonzept mit unserem IFE Aeroselector und eben den Spannwellensieb. Wir haben bei der herkömmlichen Aufbereitung mit dem Trommelsieb einen Feinkompost von 33%, bei der Erstsiebung herausgebracht gegenüber 47,5%. FE-Fraktion war damals nicht möglich, weil sie keine Steinfalle gehabt haben, sind ungefähr 0,3% eben im Inputmaterial enthalten. Dann die FE-Fraktion war ebenfalls damals nicht vorhanden, weil sie keine FE-Abscheidung gehabt haben. Strukturmaterial 59,5% mit der herkömmlichen Aufbereitung gegenüber 36% mit unserer Aufbereitungsmethode. Und der Siebüberlauf war eben 7% zu 10%. Folien sage ich, Störstoffe, die ich mit der Windsichtung eben entfrachte, ist von 0,5% auf 2% gestiegen. Wie man sieht, natürlich Strukturmaterial weniger, aber ich sage bei der Erstsiebung eine weit höhere Ausbringung von sauberen Fertigkompost. Ja, zum Abschluss noch, der IFE Aeroselector ist live zu erleben, wie gesagt, in Krems bei der Firma Brandner, in Bayern, Deutschland bei der Firma Vivo Wangau. In Leipzig in Deutschland steht unsere Versuchsanlage aktuell, kann man sehr gern besichtigen. Und im Februar 2025 dürfen wir eine Gesamtanlage nach Kroatien liefern für eine komplett neue Kompostanlage. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.